Objektnummer SCP-016-DE, Klassifizierung Euclid. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-016-DE muss in einem kleinen Leiter, beispielsweise ein Mobiltelefon, in einer Plastikbox gehalten werden, welche sich in einer 2,5 x 2,5 Meter großen elektrisch isolierten Zelle befindet. Mitarbeiter, die die Zelle betreten, müssen mit einem antistatischen Schutzanzug ausgerüstet sein und eine zusätzliche Ausbildung in Elektrophysik absolviert haben. Wenn eine Inspektion bevorsteht, muss der Mitarbeiter von einem Team aus 3 Mitgliedern des Sicherheitspersonals, welche alle mit antistatischen Anzügen ausgestattet sind, begleitet werden. Nach jedem Einsatz eines Mitarbeiters muss dieser 6 Stunden in einer Isolierzelle, die kein leitendes Material enthält, unter Quarantäne gestellt werden. Der Anzug, den der Mitarbeiter getragen hat, muss umgehend verbrannt werden. In einem Umkreis von 50 Metern um der Zelle dürfen sich keine metallischen Gegenstände befinden, bis auf 5 Kameras, welche von einem nicht leitenden Material ummantelt sind. Diese Kameras müssen alle 2 Wochen auf Schäden untersucht werden. Falls ein Mitarbeiter und/oder eine Kamera in Kontakt mit SCP-016-DE kommt, wie bei Vorfall 016-DE 001, muss die Kamera und/oder das betreffende Personal terminiert werden und das vorzugsweise in der Zelle, damit sich SCP-016-DE nicht weiter bewegt. Sollte es doch zu solch einen Vorfall kommen und der elektrische Leiter kann nicht identifiziert werden, muss die gesamte Anlage abgeriegelt werden. Anschließend ist zu warten, bis der elektrische Leiter verendet und SCP-016-DE zum Vorschein kommt. Die MTF-Einheit D20F, Funke, steht speziell für die Eindämmung von SCP-016-DE bereit. Sollte SCP-016-DE einen nichtmenschlichen Leiter und/oder ein Tier befallen haben, muss dieser durch Messungen der elektrischen Aufladung identifiziert und zerstört werden. Beschreibung: SCP-016-DE ist ein 5 Meter langer Lichtbogen, welcher sich selbstständig auf kurze Distanzen 5 Meter pro Stunde bewegen kann. Siehe Anhang 001. Durch leitendes Material kann sich SCP-016-DE über längere Strecken bewegen. Zum leitenden Material gehören auch Menschen oder Tiere. Am besten kann er sich in metallische Leiter transferieren. Mehrere Tests ergaben, dass wenn der Leiter, welcher oft einfach als SCP-016-DEL bezeichnet wird, zerstört bzw. gestorben ist, SCP-016-DE sich aus dem Gegenstand transferiert und in einer uns bekannten Form erscheint. Während der Versuche wurden Forscher von SCP-016 befallen und getötet. Bisher ist noch nicht klar, wie lange SCP-016-DE in einem Leiter verbleiben kann, ohne den Leiter zu zerstören bzw. zu töten. Da SCP-016-DE, auch wenn der Leiter zerstört gestorben ist, nicht stirbt, wie es auch im Vorfall 001 der Fall war, gehen mehrere Forscher davon aus, dass SCP-016-DE unzerstörbar ist. Entdeckung: Es ist unbekannt, wie SCP-016-DE entstanden ist. Am hat sich SCP-016-DE anscheinend in das Stromnetz von transferiert, siehe Anhang 001, und hat dadurch zu einer Überlastung geführt. Die Foundation wurde auf diesen aufmerksam, als SCP-016-DE in einen Haushalt eindrang, die Bewohner die Polizei riefen und man nach dem Eintreffen der Polizei Leichen auffand. In einem Zimmer fand man einen Überlebenden vor, welcher jedoch kurz nach dem Betreten des Zimmers der Polizei starb. Nach Sekunden kam SCP-016-DE wieder zum Vorschein. Ein eingeschleuster Agent alarmierte sofort die Foundation. Diese schickte sofort ein Bergungsteam mit entsprechender Ausrüstung los. Als man am Ort des Geschehens ankam, war das Team vorerst ratlos, wie SCP-016-DE geborgen werden sollte. Ein ungeschützter Klasse D-Mitarbeiter wurde in den Raum geschickt und SCP-016-DE transferierte sich sofort in ihn. Anschließend wurde dieser Mitarbeiter in die Zelle gebracht, in der sich SCP-016-DE derzeitig befindet. Anhang 001. Das sogenannte Transferieren wendet SCP-016-DE an, um in einen Leiter einzudringen. Bisher ist noch nicht bekannt, wie SCP-016-DE es schafft, in den Körpergegenstand einzudringen, ohne ihn zu zerstören. Allerdings ist bekannt, dass sich SCP-016-DE unbestimmt oft aufteilen kann, wie es bei Vorfall 001 und bei mehreren Versuchen der Fall war. Forscher wollten herausfinden, ob man SCP-016-DE in ein beliebiges Gerät sperren kann, jedoch gelang dies nicht. Ebenfalls ist es Forschern bisher noch nicht gelungen, die Teilung selbst auszulösen. SCP-016-DE kann sich nur auf sehr kurzen Distanzen bewegen. Verschiedene Testreihen zeigten, dass dieser sich ungefähr 5 Meter bewegen kann. Anschließend kann sich SCP-016-DE eine bestimmte Zeit lang, genau 1 Stunde, nicht mehr bewegen.
Wissenschaftler wissen noch nicht, weshalb dies der Fall ist. Wenn SCP-016-DE in Kontakt mit einer Stromquelle kommt, so vermuten Forscher, vergrößert er sich und kann längere Strecken zurücklegen, ohne einen elektrischen Leiter zu haben. Derzeitig liegen noch viele Testversuche mit SCP-016-DE offen. Vorfall 016-DE 001. 11 Stunden 34 Minuten und 53 Sekunden. Es stand eine routinemäßige Überprüfung an. Ein Mitarbeiter betritt die Zelle von SCP-016-DE. 11 Stunden 35 Minuten und 10 Sekunden. Der Mitarbeiter sieht Schäden an einer Kamera in SCP-016-DE Zelle und will sie austauschen. 11 Stunden 40 Minuten und 43 Sekunden. Ein anderer Mitarbeiter geht in die Zelle, da der erste Mitarbeiter laut Vorschriften ab sofort 6 Stunden lang isoliert werden muss. 11 Stunden 41 Minuten und 25 Sekunden. Der Mitarbeiter beginnt mit dem Wechselprozess, wobei eine nicht leitende Abschirmung aufgestellt wird, damit sich SCP-016-DE nicht transferieren kann. 11 Stunden 42 Minuten und 30 Sekunden. Der Mitarbeiter entnimmt die alte Kamera. Durch ein unerklärliches Verhalten des Mitarbeiters lässt er die Kamera hinter die Abdeckung fallen. 5 Stunden 42 Minuten und 31 Sekunden. SCP-016-DE teilt sich und eine Hälfte transferiert sich sofort in die Kamera, die wohl noch intakt gewesen sein muss. Die Hälfte von ihm bleibt zurück. 11 Stunden 45 Minuten und 0 Sekunden. Der Mitarbeiter konnte nicht erkennen, dass SCP-016-DE in der Kamera ist und verlässt den Raum. 11 Stunden 46 Minuten und 23 Sekunden. Der Mitarbeiter zieht den Anzug aus. 11 Stunden 46 Minuten und 54 Sekunden. SCP-016-DE transferiert sich in den Mitarbeiter. Das Sicherheitspersonal beobachtet den Vorgang. 11 Stunden 47 Minuten und 0 Sekunden. Alarm wird in der Anlage ausgelöst, der Mitarbeiter wird terminiert, die Kamera wird zerstört und SCP-016-DE wurde vom Sicherheitspersonal zurück in die Zelle gebracht.